Und es geht los mit dem Fall 3, das Blutbad. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal zu. Oh mein Gott, er stirbt. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Das hat nicht schon wieder aufgeführt. The pupil is dilated. The temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. I need to concentrate and count the heartbeats. Oh, das ist Gott sei Dank nicht so schwer. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and Datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? So weit denkt er nicht I voraus. knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Ah, Mr. Holmes. I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the Chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these 2 young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Okay, das heißt, wir gehen direkt mal in die Therme, schauen uns mal um. Beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the city council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Ja, ich mach die Well, we shall see. You found no murder weapon? No, and that's why I called you.
All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Na dann sprechen wir mal mit dem Mr. Phillips. Aber zuerst schauen wir mal die Perspektive umstellen, weil so können wir nicht spielen. Würden. Hä? Egal. What should we do next, Holmes? Okay. Any progress, Mr. Holmes? Idiot! Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Schauen wir uns den mal genau an. Penibel. Aha, was hat er am Ohr? Schnittwunde. Ich hätte heute ein Telegramm. You can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. We were discussing work details. Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Okay. Dann schauen wir uns mal den Steam Room besser an. Frigidarium. Ausgang wahrscheinlich. The changing room. The steam room. Ah, genau da. So. Oh. An ice bucket to keep the champagne chilled. Champagne for a special occasion. Okay, irgendwas muss da noch sein. Ah, der Korken. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Die Handtücher noch, aber die können wir nicht anklicken. Na gut, dann gehen wir rein. Good
Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Na, schauen wir uns auf die Leiche an, bevor wir mit die 3 Idioten da mal reden. Das schaut There aus was wie only one eingestochen. hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Look, Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Some dirt or earth. I'll take a sample. The death is very recent. Between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry, or he is an artist, or a ghost, or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Oh, probably the latter. You are ridiculous, do you know that? Das Blut will ich mal noch anschauen. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. I should check this blood sample at Baker Street. Okay, das war's mal mit dem Blut. Aha, Darmfieber. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Ah, da muss aber irgendwas sein. Warum sagt aber, ich muss das einsetzen, obwohl da nichts ist? Was könnte es sein, was nur Sherlock sieht und wir nicht? Außer der Hebel da. Aber es ist noch immer weiß. Wenn das nämlich weiß ist, heißt das, wir haben noch was zum Erledigen da. Na, schauen wir später an. Da mal eine Brille, ja. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. The brazier is still burning. The heat here is extreme. I will need something to pick up this melted metal. Okay, das heißt, wir müssen das dann rausholen. It is... Ups, jetzt habe ich es weggeklickt. Na egal. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Ich will jetzt aber wissen, was mit dem dummen Hebel da auf sich hat. So. Und dann aktiviert sich diese With the Spezialsicht. steam on,
I'm unable to see even a few feet away. Ich verstehe es nicht. Vielleicht sehe ich so besser. Rätsel. Da gibt es aber nichts zum Klicken. Ich habe mich jetzt überall umgeschaut. Dann nicht. Dann reden wir mal mit den Leuten und schauen später ein drittes Mal nach. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? Aha. Blood traces wiped on the towel. I'm in shock. I don't want to talk. It's horrible. I can't talk at the moment. Aha. The grid cannot be removed. The weapon is nowhere to be found. Vielleicht eine Zange oder so irgendwo. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? None, Lestrade. Nimm's mit. So. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key inside my desk, but when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? No, sir. I did not. Da! Verkriegt. Das wollte ich nicht. Did you leave the baths at any time, or receive any visitors? Ich wollte auf den No, Brief sir. klicken. I did not. Weil ja, wir haben einen Brief gehabt. Und genau, das Telegramm. Und da war er draußen. Also muss You er are weg not telling the gewesen sein. truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or her mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Okay, hat er uns deswegen angelogen. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain?
I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? Jetzt gehen wir mal da rein. Ah, da. Man hier. Steine. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Aha, da fehlt eine. A glass plate negative is missing. Falls es da so knacken hört, dass meine Katze, die frisst gerade. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Na super, das war nichts beim Regal. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Noch nichts, ein Tisch. Man hier, Schild, Brief. Na, das ist ein Schild. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Wo sich das jetzt hingegeben hat, das ist natürlich fraglich. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Tools used by archaeologists in their research. Zange, Zange, Zange. I will need these tongs. Sehr gut. This area serves as Sir Rodney Bedcliffe's workshop. Was hat er jetzt mit den Händen gemacht? So nein, bitte nicht einschließen. Oder der Mauer My gewinnt. God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. Gut. Das heißt, wir gehen in den Dampfraum zurück und holen das Ding aus dem Feuer raus. Ah ja, da kann ich laufen. Jetzt muss ich selber rausholen. I should analyze this melted metal. So, einmal schaue ich jetzt noch, was mit dem Ding auf G. sich hat. Newell and Sons, Steam Specialists, Seattle, WA. Nein, letztes Mal. Laufe ich eine Runde? Oder With the zwei, steam und wenn ich on, nichts finde, dann... I'm unable to see even a few feet away.
das scheiß Dampfhebel. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Was entgeht uns? Das gibt's ja nicht. Irgendwas ist da zum Finden, was ich aber nicht finde. Es ladet wieder. Doch irgendwas gefunden? Nein. Ach, komm schon. Ja, Epileptiker sollten nicht jetzt hinschauen. So, jetzt bin ich eine Runde gegangen. Jetzt schaue ich noch nach oben. Nein, am Boden. Da ist nix, da ist nix. Tut mir leid, ich finde da nix. Jetzt ist grün. Manchmal ist das Spiel schon komisch. So. Was haben wir zum Tun? Da. Wir müssen das analysieren. Im Archiv nachschauen. Analysieren. Über den Champagner reden. Und was analysieren. Naja, da würde ich sagen, wir gehen als allererster zur Baker Street und analysieren die ganzen Sachen. Hallo? So. Und nach der Baker Street gehen wir nach Scotland Yard und befragen die anderen im Gefängnis. Schauen wir uns jetzt den Archiv nach, da haben wir weniger zum tun. Bentcliff. That is not the one I need. Bentcliff. Muss ich die Zeitung nachschauen. Ist schon 1888. 1888, glaube ich, weißt du was, oder? 1893, da steht eh. Irgendwie habe ich es auch nicht so gehört. Ah, da haben wir schon. Bentcliffs Mumie. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. Gut. Ja. Fokus. Wenn ich ein bisschen scharf ist. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Fool's Gold. Und die Selenite. White clay particles. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. Das ist jetzt die Frage. White Clay 8, naja. The sample of dirt belongs to the White London clay region, located near the city of St. Albans. Let us analyze this blood sample.
Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Okay, die Pipette. Zack. Ich bin gespannt. Water. This blood is heavily diluted with water. Okay. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. Acid. Okay, ich brauche die Pipette wieder. 100%. The reaction is the same red stain. It is silver. Britannia silver quality. Gut. Dann schauen wir mal, ob diese Ticket da noch immer steht. Und das steht auch jeden Tag im gleichen Gewand anscheinend da und wartet darauf, dass da Watson oder so rübergeht. Ja, denken wir nicht dran. So, Scotland Yard. Da sind wir schon. Mr. Holmes? So, ui, da haben wir einen liegen. Rodney Bentcliffe's notebook. It may contain something of interest. Aha. The last pages were torn out. Ausgerissen. We must find a way of retrieving Sir Rodney's last lines. Watson, please prevent anyone from entering the room. But first, fetch me a pencil. To begin with, a few strokes of the pencil will be enough. I don't want to damage the traces. And then to gently smudge the leftover pencil marks with a handkerchief. I'm sure that Watson won't mind if I use his. Der Arschloch, Sherlock. Da haben wir schon was. Mr. Holmes, the coroner... But what are you doing? Tampering with the evidence? I prefer to make them talk. Today, I almost found it. This date will go down in history. Sir Rodney was about to make an outstanding discovery. Wonderful. I could retrieve only the final words. The rest of it is lost. Perhaps the autopsy will assist us in that matter. I'm not sure that I can allow you to inspect the body now. I am sure that you must, Constable. Well... Ja, okay. Das heißt, wir schauen uns dann direkt die Leiche an, bevor wir This die ring Suspects was reden. most likely the one that Sir Rodney wore.
He removed it before entering the steam room. Und der ist doch kaputt. I see the join. This ring was repaired, and quite badly too, with silver. Drehen. An Egyptian symbol. It is a very old jewel. Why on earth would they wear such a ring? A very pertinent question. Mynte. An old and rather dirty coin. Gestohlen. A hand-drawn map. Okay, das müssen wir sicher vergleichen dann mit der Karte. Und An ein ordinary pencil. Stift. Na gut, er hat nichts gehabt bis auf den Brief. Na, das ist der vom When Dicken. Garrow found Sir Rodney dead, he wiped the blood upon himself. Steht nichts drauf. A phial with herbs. Do you know what it is, my dear fellow? It's the St. John's wort flower, Holmes. It's commonly used as a drug against melancholia. However, an overdosage might lead to a rash or even hallucinations. Das ist aber trotzdem interessant. An embroidered silk handkerchief. A fountain pen with solid gold trim. Sir Gregory Pitkin's visiting card. So, schauen wir mal rüber. Oder besser gesagt, schauen wir mal runter. Da liegt schon was Totes. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion, but there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. What? The coroner observed no stomach nor liver disease, if we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Jetzt muss ich mal seine Ritze anschauen. Super, das kann ja nicht sein. The bruising is in lines. They were caused by a rope around the waist. Ah, okay, Sir Rodney was descending somewhere. Der hat sich wo runtergeseilt. An unusual wound, inflicted by a curved knife, which resulted in instant death, as the coroner's report says. Okay, dann auch nichts. So, was für Hinweise haben wir schon? Champagner, Kohleböcken, Notizen, Wunde, na. Einfach alles einmal miteinander verbinden und sehen wir, ob irgendwas passt. Aber ich glaube, das schaut so aus, als aha, da haben wir schon was. Kann das doch die Dampffeuchtigkeit sein? Kommt da? Das kann es auch nicht sein. Fangen wir dabei noch eine ungeklärte Spur. Und sonst? Ups. Na, ganz haben wir glaube ich nichts mehr. Dann befragen wir mal die. Nehmen wir zuerst. Nehmen wir den Please zuerst. escort this suspect for interrogation. A good day to you. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions?
I am Tristram Garrow. Okay, schön. Dann schauen wir dich einmal genauer an. Unrasiert. Augenringe. Mhm. Da war was. Dreckige Kleidung. Aber glaube ich. Aha. Irgendwas haben wir aber noch übersehen. Da war was, da was? Schweiß, okay. What is your occupation? I am a councillor at the district chamber. What were you doing at the baths? Well, I follow the researches. I am interested in archaeology. You follow them? Yes. So many things happened and we need to know. Or perhaps it's better hidden. I beg your pardon, Mr. Garrow. I meant nothing by that. I apologise. What was it like to work with Sir Rodney? It was like working with a genius. He was a hard man, but then you know this world is hard. There are always people who want to steal from you. And he trusted me, but oh. Are you feeling unwell? Oh, I'm sorry. It is I remember. Oh, I feel so sorry. Do you need anything? I feel bad. I hear. No, nothing. I'm better now. Please try to recall what you saw today. The room was so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know, flying through the air. I saw the blood. I tried to escape. I don't remember. Saw the knife? What did it look like? Everything was as if in a nightmare. It all happened so fast. The knife was shining like gold. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behaviour? Well, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins, Roman coins, and he started to laugh. His ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a cursed ring, digging dark secrets. Really? It is after me now. I know it. I shouldn't have worked on it in the workshop. It's too late now. This is the coin that he showed me. It is from the 3rd century. It must be very rare. No, I don't know. Thank you. Thank you. This will help me to calm down. Do be careful with the dosage. I will. I mean it. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? It didn't help. The power is too strong. Okay, ja, was eingeschmolzen. Did you place the bottle of champagne in the changing room? What? No. Garrow appears to be rather mentally disturbed. Either that or he is a good actor. So, Garrows Medikamente. Was soll ich denn da verbinden? Ah, okay, das. Das stimmt, ein Gegenstand. Aber was er gesagt hat, er wollte was zerstören. Es ist die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Dolch oder so war. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and I am assisting the police with their investigation of the murder of Sir Rodney Bentcliffe.
Would you mind if I asked you a few questions? Not at all, Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. So, schauen wir uns den mal genau an. Er ist aufmerksam, ich weiß es. Was? Da war was, oder? Nein. Nicht wohlhaben. Okay. Dreck. Wahrscheinlich was auf die Finger, natürlich, wie immer. Na, Hornhaut. What is your occupation? I'm an archaeologist, specializing in the Roman period. I'm working on several excavation sites at present, including the baths at Strand Lane. Can you tell me more about the baths? Well, we're hoping to retrieve a great many interesting artifacts from the site, and to list any items of value before their eventual restoration and exhibition. And has it been successful? It has, thanks to Sir Rodney. What was your relationship with Sir Rodney? Well, I couldn't say that he was a kind man, no. But he was talented. I felt a great admiration for him, I must say. Was it your first collaboration? I had met Sir Rodney briefly once in Egypt, and I'd shared my researches with him. Surprisingly, my work did convince him to come here. He arrived only a couple of months ago. Surprisingly? Well, Sir Rodney was a cold man, and so very secretive too. But I learned so much from him. I can't believe that he's dead. Can you tell me what you saw today? Well, we entered the steam room and we all went to sit down. The steam was particularly dense, and I didn't see anything much further after that. I just heard Mr. Garrow shouting, but we all ran for the door and bumped into each other. I was very alarmed by this point. What did you do? Mr. Garrow war jetzt der dicke Kleine, no? With all the steam, it was quite frightening. I was barely able to see my own feet. Garrow was covered in blood. Do you believe that Garrow killed Sir Rodney? Oh, no. Garrow couldn't harm a fly. Warum sagst du das dann? Can you recall any recent event that would Macht ihn occur to schlecht you und dann now über den as being Schutz. a little strange? Well, yesterday we had a small argument. Is that all? No. Sir Rodney informed me that he was to attend the London Archaeological Congress with me. Then he advised me of quite the opposite. And rather aggressively, too. Do you recognize this ring? Certainly. It's the famous Aswan ring. Sir Rodney brought it back from his last campaign in Egypt. And he kept it for himself? Sir Rodney has had his own particular ideas of archaeology. Flattert einfach was. What can you tell me about Garrow? Well, he always looks so sad. And he has been acting strangely lately. He complains about voices and visions. I will keep an eye on him because I'm worried. How well were your researchers progressing before Sir Rodney's arrival? Rather well. Ah, das wird wahrscheinlich irgendwas im Brief, weil gekühlt war damals nicht. Der Ring auch nicht, die römische Münze nicht und das blutverschmierte Schlüssel auch nicht. Kann nur der Brief sein. This letter reveals that Sir Gregory was prepared to put a stop to your work. Ja, ich weiß, ich sollte mal die Sachen durchlesen, aber since Sir Rodney's schafft arrival, das so auch he schon. had calmed down. He allowed us to work. I'm not sure what they agreed on. What will happen now that Sir Rodney is dead? Well, I haven't thought about that. But if it's needed, I will fight to defend Sir Rodney's expectations. We discovered some melted silver in the brazier. Did you put it there? No. Silver, you say? No, I don't know how it got there. Did you place the bottle of champagne in the changing room? No, I did not. Okay. Please escort this suspect for interrogation. Dann müssen wir den noch befragen. Good day to you, Sir Gregory. My name is Sherlock Holmes.
I'm assisting the police with their investigation of the murder that took place this morning. Would you mind answering a few questions? Tell me, Mr. Holmes, will I need to stay here for very much longer? Arrogantes Arschloch. Gretzengesicht. Okay. Goldkette. Kaschmirweste. Reicher Mann. Okay. Ja, arroganter Ausdruck. Habe ich mir fast gedacht. Was war denn da? Geringschätzung. You are the manager of the baths, is that correct? Yes. I'm passionate about archaeology. I wanted to restore the ruins. My ambition is to open the baths to the public. Living archaeology can be a profitable business, although now I'm not so sure. I see. When do you wish to begin using the baths? When the archaeological researches are over, I will be free to complete the restoration. It is the usual process. What was your relationship with Sir Rodney Bentcliffe? We were not particularly close. He had an unpleasant temperament. Suspicious, authoritarian, unkind. People possessed by genius may be forgiven for their nature, but not by me. Was he obstructive? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. But then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow. He saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. How was the work progressing before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Sir Gregory, could you please explain this letter? You expressed the wish to call off the research work at the baths. It was all about Blinkhorn. He was merrily digging away and taking very little care about it, ruining everything and finding nothing of any value. But the arrival of Sir Rodney changed your mind? Sir Rodney's work was extremely promising, and it was good for the bath's publicity. So yes, I changed my mind. Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No, but I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Some melted silver was found inside the steam room brazier. Do you know where it came from? Silver? No. Did you bring a bottle of champagne to the baths? Absolutely not. Sir Rodney did, I think. Jo, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Dass wir dann wieder was verbinden. Ah. Warum hätte Sir Rodney das verbergen wollen? Könnte. Okay, wir müssen mal rausfinden, wo er als letzter jetzt war. Das ist schon mal logisch. So, ich sehe gerade, ich habe einen Kommentar. Ich kann das nicht immer lesen. Das heißt, ich schaue dann, ich habe nebenbei mein Tablet laufen. Schaue ich sofort nach. Ja, ich wollte mal auf der Landkarte nachschauen, wo das letzte war, dann werden wir mal das machen.
He did it, trust me. Yeah. His character says he was it, but it would be too easy for a Sherlock game. I think. So, vergleichen wir mal die Now we Karte. have two maps. We must combine them properly. Ah, da geht sogar noch runter. Gefunden. Watson, pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's map. Dann gehen wir da mal hin. This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Okay, das wird jetzt ziemlich viel wahrscheinlich sein. This game seems fun. Yeah, it's very funny. It's like you're playing a game on a movie. I mean, you're like playing a movie. Ich meine da. Ups. Ah ja, okay. Metallwürfel, aha, das schaut mal ganz nach einem Puzzle aus. Sonst nichts. Okay. Okay, da war noch ein Tisch. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Wieder ein Dokument. Oh, das habe ich aber. Ich sollte es mal durchlesen, ich weiß, aber es dauert einfach viel zu lang. Dann bin ich noch nervös, verlese mich, dann glaubt ihr, ich kann nicht lesen. So, das haben wir mal fertig. Aha, ein Zyklop. Ah, hängen wieder in der Grafik fest. Nichts, kann ich da nichts machen? Ja, Fresco. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Gut. Und da haben wir noch was. Pits.
Was haben wir denn da drin? Im Schacht. Excavating tools, a bucket, shovel and brush. Auch nochmal die Schaufel da mitgenommen. Auf gut Glück, ne? Aha, I Seile. don't need the ropes for now. Okay, das heißt, das merken wir uns. Da liegen Seile. Was haben wir da? Nichts, okay. Und da? Nichts. Wir müssen das irgendwie strategisch abgehen, weil sonst... Es ist sonst sehr verwirrend. Construction hooks. Ah, okay, da liegen die Haken. Wieder Ärsche. Neptune, the god of the sea. Sie kann ich nicht anklicken. Komisch. It is a statue of Minerva. Da können wir dann da drüber. Ah, ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Gehen wir mal da runter. Nichts, okay. Also unnötig. Da war ein Wagen. Kiste. Schon wieder irgendwas mit einem Zug, der verschwunden ist wahrscheinlich. This railway is used to remove rubble from the site. Da ein Haus. Ein Haus. Okay, ich gehe jetzt erst ins Haus und dann gehe ich runter. Da schon wieder. Ha, zufällig ist richtig hier gleich erwischt. Was haben wir denn da? Da kann ich leider noch nichts sagen. Das schauen wir uns dann später an. Nichts. Notizen an. Okay, da haben wir wieder was Neues. Ich kann sagen. Bei der Bitkin war dieser Arrogante, ja, das heißt, wir werden das nehmen, weil ich glaube, oder? Wenn ich richtig war. Das stimmt eigentlich beides. Er war in Sorge. Nehmen wir das. Also ich glaube noch an das Gute in ihn. So. Und den Rest haben wir eh schon alles miteinander kombiniert, ja, passt. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ah, cool, okay, aber das können wir noch nicht verwenden. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Das war's schon. Komm, ich gehe zuerst darauf. Alles gleiche nochmal. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Ah, die Ringe da drin. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mal machen muss. So, noch runter. Da ist irgendwas, da ist was, da ist was. Ich muss
dahin. Aha. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Vor kurzem. Warum wird das wer einschmieren? Mit Matsch. Jetzt weiß ich auch, für was ich die Kelle gebraucht habe. Ups, ein bisschen schief. Ein bisschen abgerutscht. Aha, auch eine Therme. Soll ich wieder einen Strich auslassen? So. I can see now. Frigidarium. It is located at the Roman Baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Stimmt. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Therme und fragen den einen oder schauen nach, ob der Raum schon offen ist, der vorher verschüttet worden ist, da mit tonnenschweren Steinen. Hey cool, der schaut sich das Notizbuch, was er selber hat, schaut er sich gerade an. Verwirrend. Mr. Holmes, we've cleared the corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Ganz Thank genau, you, so Mr. wollte ich haben. Phillips. Sehr brav, Mr. Phillips. Dafür gibt es eine Belohnung. These baths are becoming sinister. Exitus. Da haben wir es. Spinne. Perhaps I could find some clues by activating the flagstones. Okay. Oh oh, ein Schiebe- und Drückrätsel. Eine Büste. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen, ich check das nicht. Obwohl. Aha. A symbol. Skorpion. Was hat es damit auf sich? Ein Kranz. Okay, da. Ah, okay. A hidden symbol. Ein Helm. Und wieder ein Symbol. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Okay. Ich sehe schon. Na gut, das war jetzt aber nicht wirklich The schwer. signs are pointing to this bust.
Da drüben. Die Büste war das. Kann nicht durchlaufen. Dann schauen wir uns das Ding einmal an. Oh, ein geheimer Gang. Aha. Habe ich das richtig gesehen, dass das Seile waren? Tatsächlich. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Lampe? How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Gut. A sack of crude salt. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Sehr interessant. Ich bin wieder zurückgegangen, ich Idiot. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. 7 Stufen der Mithras-Initiation. Ah, okay. Das brauchen wir sicher noch einmal. Ja, das ist natürlich... The fire casts a shadow upon the floor. Okay. Und dadurch, dass das... That is the symbol of Neptune, the god of the sea. 4 Säulen, wahrscheinlich 4. Das kommt mir aber bekannt vor. Blub. Na super. The pillar collapsed a long time ago. Ich hab's mir gedacht. Das kenne ich von wo. Aber was hat das jetzt zu bedeuten? It resembles a bull. This shadow seems to represent a bridge. It is very similar to the face of Mithras. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Okay. Oh, befinden sich in der Ausgrabungsstätte. Jetzt klärt sich natürlich da alles. Aber ich will einmal in die Baker Street. Und da schauen wir nach, was da weiter zu tun ist. Während der so dahin hoppelt. Salz und Eis. Shampoo. Ah, Shampoo. Na, okay.
knüpfen. Jetzt habe ich alles vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Ja, damals schon. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Oh, ein Puzzle. Passt. Aber dann machen wir es einmal so. Tun wir alle nach unten, die nach unten gehören. Alle nach oben, die nach oben gehören. Das ist, glaube ich, einmal das Einfachste, was man machen kann. So. Jetzt sind einmal alle, die rauf können, oben, oder? Das heißt, oben dürfte kein... Genau. Unten. Jetzt kommen einmal auch die unteren dran. Die zwei hinteren, können wir die... Na. So, also diese zwei können wir getauscht. Und... diese zwei. So. Das heißt, jetzt ist einmal so alles richtig. Jetzt muss man die nur so drehen, damit die auch richtig überall ins Eck passen. Oh mein Gott, ich kann sie noch einzeln auch drehen. Oh Gott, bitte nicht. Das ist... Okay, er geht von dem aus. Das heißt, das ist ein viereckiges Ding. Viereckiges Teil. Das heißt, das könnte mal passen. Das heißt, der passt mal nicht. Da schauen wir die zwei kurz aus. Oh mein Gott. Meine Batterie vom Joystick ist fast leer. Das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Das heißt, ich muss das anstecken bzw. mein Akku-Pack holen. Also wenn, dann passt das nur so. Das stimmt auch irgendwas nicht. Aber der da könnte passen, der hintere. Ja, der schaut gut aus. Da haben wir das. Nicht so schnell. Der dreht das so schnell. So. Und da muss jetzt ein viereckiger reinpassen. Das tut er auch. Perfekt. Und ich komme mit der Steuerung da nicht klar. So. Und dann müsste der jetzt so ein eckiger sein. Ein komischer, ja. Und der muss wiederum in den da reinpassen. Okay, das schaut einmal super aus. So, jetzt kommt die nächste Sache. Wer hat ein 3? Okay, es hat nur der einen oben. Das heißt, der stimmt normal. Er muss nur so gedreht werden. Schaut auch so aus. Da muss ein... Passt der? Kann der passen? Ja, er passt sogar. Schauen wir mal. Nein. Jetzt müssen wir tauschen. Die ist rüber. Nein, das stimmt also nicht. Oder? Oh ja. Oh ja, stimmt. Stimmt. Überprüfen wir es mal. Die unteren passen einmal zusammen. Das ist mal gut. Ich glaube, das könnte darüber. Oder? Ein spitzes. Okay, da hat ein spitzen Unterteil. Und da passt nur der da. Das ist der einzige. Das ist der einzige. Dann drehen wir den mal.
So. Der hat wieder so ein komisches... Ich sehe das so schlecht von oben. Okay. Der da. Könnte sogar gleich passen. Ja komm, ich hab's nicht schön gedreht, ja. Verdammt. It is a mold, and it is ready for casting. Das ist super. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Dann tun wir hier mal ein Glas rein. Ein Glas. Ein Wasser vom Glas rein. Dann mischen wir das zum Gips. Und das tun wir mal da so hinein. Ah, ich kann ja irgendwo klicken. Gut, das ist schön. Now let us see what we have here. So, sorry, ich gehe da mal noch kurz. War noch gerade ein bisschen auf der Suche nach meiner Ladestation. Da haben wir einen Gipsdolch, okay. Ich brauche auf jeden Fall... Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen so halb AFK das mache, aber mein Akku ist leer und der darf auf keinen Fall leer werden, sonst muss ich vorm Fernseher mich hinsetzen. This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that killed Sir Rodney. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Fotografie entwickeln. Na, dann machen wir das mal. Ah, da müssen wir so zusammenbauen. Okay, das heißt einmal die Ecken. Kann ich das nicht drehen, irgendwie? Nicht? Ah, das ist gut. Das heißt, das kommt daher. Das tue ich mal daher. Das ist dann hier drauf. So. Da kommt dann dahin. Sehr schön, sehr schön. Das muss dann hier sein irgendwie. So dann. Das unten. Das ganze Stück kommt hier drauf. Spiele ich nicht Sherlock, sei nicht blöd jetzt. So. Das kommt hier hin. Sherlock, du Idiot. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Okay, jetzt müssen wir es da so abwischen. Wisch, wisch, wisch. Eiscreme, wenn der das hat. Das hört sich nicht schlecht an. Dahinter die Pyramide. The Pyramids of Giza in Egypt. Sir Rodney. Another archaeologist, most probably. Salt. Ice. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique.
Aha. Ice cream. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Das ist natürlich interessant. Ich habe schon die Vermutung, aber ich sage noch nichts, weil falls es stimmt, dass es kein Spoiler ist. Außer ihr kommt jetzt selber drauf, was ich eher vermute. Wahrscheinlich schon früher wie ich. Aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, da ist fix die Mordwaffe gemacht worden. Okay, eine Silberwaffe soll man erstellen. Und eine Eiswaffe soll man erstellen. Okay, da haben wir es schon. Ich vermute nämlich, dass es entweder die Silberwaffe war, sie eingeschmolzen wurde, oder eine Eiswaffe. Wobei die Eiswaffe wäre logischer, weil... Nein. Wo war das? Irgendwie ist auch gestanden, dass zu... Ja, das, was er halt vorher gesagt hat. Dass zu viel Blut mit Wasser vermischt war. Deswegen vermute ich eher, dass es die Eiswaffe sein wird. Aber mit was fangen wir an? Mit Eis also, okay. Das heißt, wir müssen den... If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Das heißt, wir müssen mal Wasser reinfüllen. Das ist einmal das Wichtigste. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts. Okay, ich glaube es war Eis. I have only to use my ice pick. Gut. Ich glaube, davon habe ich schon mal gehört. Also Eis. Temperature. Und sobald es aufhört, gleich Salz drauf. Und Eis so schnell wie möglich. Na nicht. Eispickel. Jetzt steht, oh mein Gott, ich bin so langsam. Okay, jetzt sinkt weiter, perfekt. Gleich wieder Salz drauf. Jetzt steht wieder. Perfekt, es geht wieder runter. Steht. Zip. Eispickel. Eisblock. Und ein letztes Mal Salz. Und zwar jetzt. Na, bitte. Excellent. Jawohl. Now we must check to ensure that it is adequately frozen. Perfekt. An ice weapon for a cold-blooded murder. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Eben. Deswegen vermute ich, dass es die Eiswaffe war. Deswegen der Champagner. Genau. Genau das wollte ich gerade sagen. So. Weil da müssen wir nur rausfinden, wer den Champagner gebracht hat. Und dann wissen wir auch, wer die Mordwaffe transportiert hat. Machen wir noch den Silberdolch. Let us try to create an object from silver by using the mold. It will take a minute to melt the silver with my gas burner. Done. Now I can proceed further. Braucht eine Minute. Fertig. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Das Abkühlen dauert länger wie Now I can proceed further. das Einschmelzen. Komisch.
A homemade silver knife. Sehr schön, sehr schön. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Ja, aber dann erklärt's nicht. Silberdolch, Kohlebecken. Eisdolch, glaube ich eher. Das muss ich mal noch überlegen. Schauen, wie das dann zusammenpasst. So, On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Jo, dann gehen wir nochmal darüber. Weil ich habe da schon eine Idee. Ah, jetzt kann ich es nehmen. Na warte, dann hole ich mir das Seil auch gleich. Das heißt, wir müssen so eine Armbrust bauen. Das ist vorhersehbar. Nämlich, da haben wir Neptun. Da ist der... It is a broken statue of a bull. Und dann sollte da die Brücke sein, aber da ist keine Brücke mehr. Ne? Was wiederum heißt, genau, wir müssen uns eine basteln, weil sonst werden nicht diese Pfeile. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. So, das war da drin, ne? Aber dieses Armbrust-Ding. Genau. Soll ich selber zaubern auch noch? Oh crap. I should use. So. I should use. Vorne. I should. Und nicht. Nein. Zurücklegen. Was ist das? Mechanismus. Na, der kommt. Okay, der kommt zuerst. Der schafft. Genau, und dann kommt das drauf. Hallo? Hallo? Ist jetzt verpackt oder was? Ich würde gerne auf Verlassen drücken, nicht, dass ich nochmal beginnen darf. Ich überspringe das einmal. Riskier's. Okay, ich kann es noch einmal zusammenbauen. Gott sei Dank. So, dann den Griff. Mechanismus. Schafft. Jetzt kann ich das auch nicht mehr. So, das geht nicht drauf. Da ist irgendwas verpackt. Es muss aber so reingehören. So, einmal probiere ich es jetzt noch.
Einmal noch. Das ist also den Griff. Der kommt sich als erster drauf. Dann der Mechanismus. So, dann im Bogen. I should use the appropriate object here. I should use. Okay, dann kommt der Schaft also zuerst. Und dann das. Aber da geht nichts mehr. Passt, überspringen. Na jetzt. Also ist verpackt. Jetzt haben wir einen Beweis. So. Dann würde ich sagen, wir springen da mal rüber. Oh mein Gott, ich muss selber zielen. Ja. Daneben. Der drückt aber. Ja, passt. Oh oh. Ich muss mich balancieren. Und bin da reingefallen. Und bin reingefallen. Ja, das kann jetzt ein wenig dauern. Natürlich nach vor. Nein. Das gibt's ja nicht. Ich bin zu blöd dafür. Also körperlich hat er gar nichts drauf. Das gibt's ja nicht. Ich komme nur an und er fällt schon um. Ich will immer noch wenig drücken. Ich weiß nicht, wie das machen soll. Das ist unschaffbar. Komme ich mir nicht immer näher? Oder muss ich das mal vom Ganzen mal machen? Ja, das schaut vielleicht jetzt leicht aus, aber ihr könnt das einmal, ihr müsst jetzt einmal das selber versuchen, das ist... Jetzt wir ich aber zum... Fall ich gleich da wieder rein. Ja, okay, passt, also das wird noch Stunden dauern, ich schätze noch wirklich. Tatsächlich. Schau, ich gehe einen Schritt und der fliegt sofort um. Ich konnte nicht mal drücken.
Ja. So weit waren wir noch nie. Nein, und fall da wieder hinein. Das darf ja nicht wahr sein. Sherlock, ich hasse dich, wirklich. Echt. Wuser. Ja komm, fall rein. Kann man von neu anfangen können. Ich überspringe das gleich, wirklich. Obwohl ich nicht so der Fan von Überspringen bin, außer es ist was verpackt, aber da schaut man nicht so aus, als könnte es funktionieren mit einem normalen Menschen. Wehe, da fährt jetzt runter. Wehe. Bitte nicht jetzt reinfallen. Fall doch am Ende. Er muss doch schon längst am Stein sein. Außerdem kann man nicht erzählen, ja, dass das Stückerl da nicht schwimmen kann. Als wäre das ein Sturzbach. Als wäre er auf der offenen See und er könnte nicht schwimmen. Dieser Vollidiot. Ein Hirn hat er, aber er kann nicht schwimmen anscheinend. Ja komm. Ja. Zuckt er wieder zweimal Fall rein. Kann ich das ja nicht in einer anderen Sicht machen. Ich konnte nicht mal drücken. Ich habe 1 Millisekunde Zeit gehabt und es war sofort aus. Jetzt fällt er schon wieder rein. Ich mag ihn nicht mehr sehen. Ich will ihn nicht mehr sehen. So bis jetzt noch ein paar Minuten, wenn es dann nicht geht, überspringe ich. Das ist mir dann egal. Passt, so. Überspringen, auf das habe ich keinen Bock mehr. Du mal so, als hätten wir es geschafft, dass wir rübergehen. Es ladet. Es war ihm zu viel, dass ich da übersprungen habe. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Okay. Okay. Diese Symbole. I saw this symbol in the tunnels. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die habe ich nämlich schon mal gesehen. There ought to be some clues here. Let's take a look around. Wo war denn das? Das war... So, es tut mir leid, die Verbindung ist leider abgebrochen. Ich weiß nicht warum, aber machen wir mal eine Negativwerbung für UPC. Ihr seid ein Scheißunternehmen. Immer stürzen eure Drecksmodems ab, diese verkackten.
Kauft euch bessere. So. Also das ist die Initiationsstufen. Das heißt, ich muss zu dem Symbol, was wahrscheinlich da unten ist, und das ist zumindest das da. Dann gehen wir da mal weiter. So, was haben wir da? Spinne, Kopf und Kuchen. Spinne, Kopf und Kuchen. Also in Kuchen müssen wir rein. Ein Rätsel. Wahrscheinlich welche Steine die gleich wiegen. Okay, der rote Stein ist ziemlich schwer. Den gehen wir mal dahin. Und legen wir den Stein daher. Sieht nichts. Okay, dann stellen wir den dahin. Und alle sind gleich schwer. Juhu! So, dann haben wir da einen Hut, einen Helm. Ah, nur ein Hut und ein Helm. Hut und Helm. Da wäre es besser. Okay, da haben wir also nur den Helm. Nur den Helm. So. Aha, Schwert. Schwert und irgendwas. Ich laufe noch mal kurz zurück. Und da sind wir reinkommen. Oder bilde ich mir das? Nein. Ich werde da nochmal hergehen, weil ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Hoffentlich muss ich nicht wieder über diese Drecksbrücke. Über diese verdammte. Watson, ich ertränk dich. Ja, okay, ich darf sofort rüber, ich muss nicht mehr über die Brücke. So. Fangen wir nochmal an. Helm, Ding und das. So, den Ding gibt's nicht, den Vogel, den Eimer und diese Spritze. Das heißt, es kann nur die Spritze da sein. So.
Rätselraum Nummer 2. Zack. Was gibt's da? Den Helm, den Käfer und den Keks. Helm. Aber da sind noch 2 andere Sachen drunter und das ist komisch. Ich gehe halt einmal da wieder entlang. Soll es nicht gehen, gehe ich zurück und weil dieses zweite schaut ein bisschen komisch aus. Genau, da waren wir vorher. Da ist jetzt ein Helm und was auch immer was das ist. So, beim zweiten gibt es auch den Helm. Da gibt es den Helm. Das heißt, das ist eigentlich der Weg hier. So, da haben wir jetzt wieder diese drei Symbole. Aber das stimmt wieder nicht. Weißt du was? Ich gehe einfach mal ins Schwert rein. Helm und Käfer. Helm und Käfer. Käfer. Spritze, Halbmond. Halbmond. Schwert und Hufeisen wieder. Schwert. Helm. Das da. Okay, die Richtung wäre egal gewesen. So, was haben wir denn da? Spritze. So, wir müssen zum Helm, zum Stoffhut oder was auch immer, was das sein soll. Gefunden. Look, it's the golden knife. But how to get it? Ja, wie kommen wir da nur ran? This lamp is not open. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidaria. The murderer left this lamp. Stimmt. Ich glaube, ich sehe schon, was ich machen muss. So, jetzt ist da offen. Watson, I need your help. Ah, jetzt kann ich noch mit Watson. Genau, jetzt kann ich mit Watson das da aufmachen. Coole Sache.
Ja, deaktivieren. So. Welches mal jetzt auf? Oh Gott, ich muss mich entscheiden. Immer das. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, ich schaue mal zum Watson. Der ist jetzt eingesperrt, okay, das heißt, das haben wir das falsche. Mittlere. Wahrscheinlich eine Chance von 1:3 und ich schaffe mal zweimal die falschen zu nehmen. Ja, da wäre er jetzt wieder draußen. This mechanism seems inactive. Most likely the door it controls has already been opened. Okay, das heißt, werden wir aufhören. Ja, jetzt geht's auf einmal. Drücken wir mal den. Dann passiert. Aha, okay. Wechseln wir mal da. Okay, da muss ich anscheinend durch. Ich drehe mal den da. Ja, der ist sicher nicht. Oder? Nein. Sherlock, den hättest du behalten sollen. Ja, du machst so. Genau, jetzt ist nämlich dieser da offen. Und jetzt? Der Watson da drin. Aber was ist dafür jetzt offen? Wir können mal da. Keine Ahnung, was dann wieder aufgeht. Okay, dann mache ich das Turmbedruck. Ich nutze mal den anderen. Vielleicht habe ich den noch braucht, damit er durch kann. Warum ist das jetzt offen? Verlassen. Na, will ich ja noch nicht. Genau. Irgendwas muss ich da machen. Weiß ich nicht mehr, welcher Hebel den oberen aufmacht. Ich glaube der mittlere oder der linke, ne? Da Watson wieder rauskommt. Natürlich nicht, der was nicht.
was, der da. Ja, genau, der war's. Das ist der ganz linke, muss ich mal merken. Da kommen wir dann raus. Mit dem ganz linken. The door can... Drehen wir mal den rechten. Komme ich links hin. Sehr gut. Wir müssen den wieder aktivieren. Dass Sherlock da rauskommt irgendwie. So. The door can... The door can... Oder ich gehe mal raus mit ihm. Ups. Er muss da rein. Ich glaube, ich hab's jetzt. Der ganz linke war oben, oder? Hey, fuck, ich hab's wieder vergessen. Gibt ja nicht, dass ich mir das nicht merke. Ja. So machen wir wieder. Genau, das wollte ich. Jetzt kann nämlich der da hinein. So, und jetzt ist nämlich genau die Tür da. Und Sherlock offen. Kann er wieder raus. Was eigentlich sinnlos ist, weil ich muss irgendwie da reinkommen. Egal, ich drück das einmal. Was ist da jetzt aufgegangen? Vielleicht muss er jetzt an einen von die drei da drehen. Das war nicht. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? Das ist nicht möglich.
So, das ist logisch. So, jetzt muss da einer von diesen zwei Vollidioten rein. Erster Vollidiot. So. So, und der kann jetzt da rein, zu diese drei. Dann drehen wir den mal. Ich habe es geschafft. Stunden später. Na schau. Aber jetzt kann ich nicht raus. So. Vielleicht kann ich durch den dann den Holmes rausschicken. Genau. Und dann den anderen wieder drehen. Ich mag solche Geduldsspiele da. Und wir haben den goldenen Dolch. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Aber das Rauskommen war Gott sei Dank nicht so dramatisch. Denn Ausgang ist da. Ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Das schaffe ich jetzt auch noch. Oder linke Hebel. Oder Watson ist noch eingesperrt. Oh na. Ich bin für solche Rätsel richtig geschaffen, ha? Das ist unglaublich. So, jetzt kann man nochmal durch die nächste Tür lassen. Aber wenn man überlegt, wie alt das alles ist, dass das noch alles so super funktioniert. Das wundert mich richtig. Sind wir schon fast 20 Minuten da. Nur an dieser einen Stelle. Ich hasse es. Und den Watson nochmal da reinschicken.
Aber diesmal habe ich's. Und jetzt den ganz linken. Ja, dann kann der Rotzen rauf und kann das Tor wieder aufmachen. Wenn er nicht eingesperrt wäre. Aber jetzt müssen wir noch schnell den Hebel suchen zum Aufsperren. Das wird sein. Okay, ganz rechts. Ja, genau. Der war das. So. Wurzeln hinaus. Nein, ganz rechts war es nicht. So, was der mittlere. Genau, der mittlere war es. Der mittlere. So, da kann der Sherlock wieder raus. Und wir sind frei. Wohin ist die Frage? Dazu schauen wir uns einmal unser Notizbuch an. Goldener Dolch, gestohlene Notizen. Blinkhorns Demütigung. Aha. Blinkhorn-Eisdolch. Ja, und der hat das Wissen dazu gehabt. Der war dreckig, wo wir ihn erwischt haben. Also glaube ich, dass er da 100%. Machen wir das? Okay. Keine Gnade für Blinkhorn. Oder? Was würdet ihr sagen? Ja. Lass man. Weg mit ihm. Weg. Einsperren. Für immer wegsperren. Was? Sie können im Moment... Warum? Wo bin ich? Okay, dann machen wir das von hier. Oder haben wir noch was zum Nachlesen? Was noch einmal? Nein, da war das. Zip. Ja, weg mit dem Schwein. Vorher bin ich in der Kutsche gesessen, ist es nicht gegangen. Jetzt geht's wieder. Mysteriös. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. The consulting detective who salutes your intelligence in performing the perfect crime. Yes,
but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. But now I Sagt er nichts mehr. and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. So, schauen wir uns an, ob es richtig war. Ja, uns fehlt zwar ein Hinweis, dennoch war es richtig. Und ich würde sagen, das neutral, okay. Das war sehr nice, aber es kommt, glaube ich, noch was, oder? Oder war es das schon? Ich glaube, es kommt nichts mehr. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja, es kommt nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zlabos. Tschüss.